Ihr werdet es mit Sicherheit auch alle kennen. Das Internet und die sozialen Medien sind voll von sogenannten Lifehacks, wo man denkt, wenn das funktioniert, dann ist es echt eine coole Sache. Und dann fragt man sich manchmal, kann sowas eigentlich in der Praxis wirklich funktionieren? Und genau sowas werden wir heute mal ausprobieren. Und zwar mit altem Styropor, wo man angeblich sinnvolle Sachen mitmachen kann. So Styroporabfall hat man eigentlich so gut wie immer daheim, von irgendwelchen Verpackungen. Ich habe da besonders viel, weil ich da bei meinen Betonprojekten ja oft die Schalung draus baue. So kleine Reste habe ich ja bisher auch immer weggeschmissen, aber wenn man den Versprechungen glauben darf, dann soll das ein großer Fehler sein. Also angeblich soll man aus Styropor ganz einfach einen Superkleber herstellen können, mit dem man alle Materialien verkleben kann. Und das werden wir jetzt als erstes mal probieren. Jetzt müssen wir uns zuerst mal diesen Superkleber herstellen. Dazu brauchen wir nur Aceton, das ist ein Lösemittel, mit dem man das Styropor auflösen kann. Und da gibt man die Styroporreste jetzt rein. Das Styropor, was übrigens zu mehr als 90% aus Luft besteht, löst sich dann sofort auf. Das ist übrigens die Originalgeschwindigkeit, also kein Zeitraffer. Also das Schmelzen von dem Styropor hat schon mal ganz gut funktioniert und dass es so abgeht, habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Das Ganze habe ich übrigens auch nochmal mit Styrodur probiert. Das hat sich nicht ganz so leicht auflösen lassen, aber es hat auch funktioniert. Und das soll jetzt sein, der Superkleber, mit dem man angeblich alle Materialien kleben kann. Dann schauen wir mal. Dann fangen wir mal mit der einfachsten Variante an, und zwar mit Karton. Also wirklich schön lässt er sich ja nicht auftragen, der ist ziemlich zäh, muss ich sagen. Naja, das ist schon mal nicht so optimal. Aber schauen wir mal, was er klebt. Stopp Leute, kurze Versuchsunterbrechung. Ich denke, ich habe zu viel Styropor aufgelöst. Dadurch ist die Konsistenz zu zähflüssig und ich habe es jetzt nochmal gemacht mit deutlich weniger. Und ja, jetzt ist die Konsistenz doch schon deutlich besser und ja, sieht so aus wie richtiger Kleber. Jetzt lässt es sich auch deutlich besser auftragen und sieht auch viel mehr aus wie Kleber. So. Als nächstes machen wir dann mit Naturstein weiter. Mal schauen, ob das auch funktioniert. So Leute, mit meinen Klebeversuchen bin ich jetzt soweit durch. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Einmal Metall mit Metall, Papier auf Papier, Holz auf Holz, Stein auf Stein und dann Holz mit Metall, Kunststoff und Stein. Ja, das Ganze lassen wir jetzt mal aushärten und dann bin ich gespannt, wie belastbar die Klebeverbindungen sind. Dann machen wir mal mit dem zweiten Test weiter. Mit dem Material soll man nämlich angeblich auch Löcher in Kunststoff wasserdicht verschließen können. Da bin ich auch mal gespannt. In unserem nächsten Versuch kommen wir zur Versiegelung von Steinoberflächen. Das soll nämlich auch funktionieren. Naturstein und Beton. Und das ist was mich jetzt mit am meisten interessiert. Ja, probieren wir es mal aus. Also das Zeug scheint ja alles zu können. Dann kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Test, und zwar soll man mit dem Kleber auch bunten Holzlack herstellen können, und dazu muss man lediglich ein paar Farbpigmente zugeben, und auch das werden wir jetzt noch testen, wenn wir gerade schon dabei sind. So Leute, da bin ich wieder. Jetzt werden wir mal testen, was unser Kleber und was unser Lack kann. Ich bin schon mal echt gespannt. Ich habe alles über Nacht mit reingenommen, weil es in der Werkstatt aktuell nicht so wirklich warm ist, und gewartet habe ich jetzt ca. 16 Stunden. Ich denke, das müsste doch für Kleber und Lack ausreichend sein. Oder was sagt ihr? Wir werden es gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit den Klebeverbindungen an, und da zuerst mit dem Papier. Also runterfallen tut schon mal nicht. Oh ja, ja.
Also die Verbindung ist schon ziemlich fest. Die Unterseite kann man, wie ihr sehen könnt, nicht lösen. Das haftet weiterhin an. Also ja, das hat funktioniert. Aber sind wir mal ehrlich, das wäre ja auch ein Armutszeugnis gewesen, wenn es bei Papier nicht funktioniert hätte. Also das war jetzt noch nicht wirklich eine Herausforderung, aber schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir hier das Holz. Ja, also auf den ersten Blick stabil. Nee, also das kriege ich nicht auseinander. Müssen wir andere Kaliber auffahren. Nee. Nee, da brauchen wir härtere Geschütze. Nee, also da geht nichts. Also bisher bin ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Mal schauen, ob das so bleibt, weil jetzt kommen wir zu einer ganz schweren Verbindung. Stein mit Stein. Aber auch hier, doch mit Scherkräften lässt sich's hier, ja, also mit so Scherkräften hat man es auseinandergebracht, aber ja, es war jetzt auch nicht ohne. Weiter geht es mit Metall auf Metall, ist auch keine einfache Verbindung, da braucht man in der Regel schon ziemlich gute Klebstoffe. Wir werden sehen. Ja, also das war kein Problem. Die Verbindung hat nicht wirklich gehalten. Aber ja, okay. Und dann kommen wir noch zu unserer letzten Klebeverbindung. Das sind die verschiedenen Variationen, wo wir da verklebt haben. Ja, Metall mit Holz. Ja, das hat auch nicht wirklich gut gehalten. Dann hier Kunststoff mit Holz. Hat auch nicht gut gehalten. Und hier Stein und Holz. So. Ja. Nee, das kriegt man so nicht ab. Nochmal ein letzter Versuch. Nee, das ist bombenfest. Das Ergebnis wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Da frage ich mich jetzt, warum das Metall und das Kunststoff auf dem Holz nicht auch besser geklebt haben. Eine erste Vermutung von mir war jetzt mal, dass der Stein und das Holz den Kleber aufnehmen konnten und dadurch eine bessere Verbindung zustande gekommen ist, wogegen der Kunststoff und das Metall den Kleber ja nicht aufnehmen können. Naja, könnte sein. Vielleicht weiß ja einer von euch, wo dran es gelegen haben könnte. Wenn ihr was wisst oder wenn ihr eine Vermutung habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Mit den Klebeverbindungen sind wir soweit durch. Dann machen wir jetzt hier mit dem Lochweiser, das wir geflickt haben. Und da bin ich auch mal gespannt. Das war ja immerhin 5 mm groß. Und das testen wir am besten mit Wasser. Ja, mit was auch sonst. Na, also da tropft es runter. Das ist schon mal nicht dicht. Es ist jetzt nicht unten rausgetropft, sondern seitlich, aber auch hier hat man wieder das Problem, dass sich das Material mit dem Kunststoff nicht wirklich verbindet. Oder man hätte den Kunststoff vielleicht um das Loch herum ein bisschen anrauen müssen, dass er griffiger wird und der Kleber dann Halt hat. Aber ja, das hat auf jeden Fall nicht so, wie in dem Lifehack gezeigt, funktioniert. Schade. Als nächstes geht es mit der Oberflächenversiegelung von den Steinen weiter. Das ist ja auch ein spannendes Thema und da schauen wir uns die Steine jetzt zuerst mal an. Da kann man ganz gut sehen, dass die Steine durch die Behandlung etwas dunkler geworden sind. Der Naturstein hier etwas mehr als der Betonstein. Und jetzt testen wir mal die Schutzwirkung. Dann fangen wir auch wieder mit dem Naturstein an. Geben mal ein wenig Wasser drüber. So. Und wie man sehen kann, hier an der versiegelten Fläche, da perlt das Wasser ab. Steht hier auf der Oberfläche. Und hier, wo es nicht versiegelt war, da nimmt das Wasser natürlich auf. Da wird der Stein dann komplett dunkel. Aber hier steht das Wasser auf der Oberfläche. Ich gehe davon aus, dass es beim Beton ähnlich aussehen wird. Ja,
Aber da sieht man sogar noch deutlich besser. Also das ist identisch. Da bleibt nichts stehen. Also da dringt nichts in die Oberfläche ein. Das Wasser läuft ab. Ja, coole Sache. Wie es mit der mechanischen Belastung aussieht, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber kann man ja auch mal noch testen. Nee, das sieht weiterhin ziemlich dicht aus. Als letztes habe ich dann noch unseren Buntlack für Holz. Da weiß ich jetzt nicht genau, was man da testen könnte. Ich mache das auch einfach mal nass. Und auch da sieht man, ja, dass die Feuchtigkeit auf dem Holz stehen bleibt und eben nicht ins Holz eindringt. Weiß nicht, was wir sonst noch testen könnten. Ja, mein Fazit zu dem Test und zu dem Material, muss ich sagen, ist überraschenderweise eher positiv. Habe ich so nicht erwartet. Auch wenn nicht alles so geklappt hat, wie es in diesen Lifehacks gern dargestellt wird, hat es doch zum Großteil schon funktioniert, muss ich sagen. Insbesondere die Klebeverbindungen zwischen dem Stein und dem Holz an sich, ja, die war bombenfest. Ich habe sie nicht trennen können, das hätte ich so nicht erwartet. Und auch die Versiegelung war jetzt grundsätzlich nicht ganz schlecht. Also es hat funktioniert. Auch wenn ich es persönlich wahrscheinlich zur Betonversiegelung nicht verwenden würde, es hat so funktioniert, wie es in diesem Lifehack gezeigt wurde. Und das haben wir ja getestet. So, für heute sind wir durch. Ich hoffe, dass es für euch wieder ein wenig interessant war, wieder ein wenig spannend war, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Projekten oder vielleicht auch Tests. Mal schauen, was demnächst kommt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.